die Idee des Raumes war, dass wir unseren Kunden auch ein Gefühl über das vermitteln können, was wir tun. Und das kann man nur dann, wenn man das erleben kann. Und deswegen nennen wir diesen Raum auch Erlebniswelt. Alles, was die BKI ist und was die BKI kann, soll in dem Raum abgebildet werden können. Wir möchten ausgehend von unserer Kernkompetenz, von wo wir herkommen, von der Sicherheitstechnologie, unter Einbindung der Multimedia-Technologie alles zeigen, was wir können. Das ist von der Kommunikationstechnik bis hin zur Verkehrstechnologie, zu Messsteuerregeltechnik, eben die Sicherheitstechnik, wie vorher angesprochen. Wir wollen alles zeigen und erleben können. Ja, ich hatte ja die Ehre, damals in der Planung das komplette Systemkonzept für den Raum zu machen, das technische Konzept. Da hat sich relativ rasch herauskristallisiert, dass man ein zukunftssicheres System braucht, dass der Raum nicht einmal gebaut wird, fertig ist, 10 Jahre in Betrieb ist, sondern dass da immer wieder neue Features herauskommen, gezeigt werden möchten, präsentiert werden möchten und so auch das System dahinter, das Core-System eigentlich zukunftssicher sein muss. Das heißt, da muss es Updates geben. Kurzerhand kam dann auch in der Bauphase Corona auf uns zu. Und da war sofort die Anforderung klar, es war so mal geplant in Klammer, macht man ein Videokonferenzsystem für den Raum, braucht man es nicht. Dann hat man eher gesagt, naja, wahrscheinlich eher nicht im ersten Step. Mit Corona war dann eindeutig klar, nein, das muss aus der Lade heraus, das wird jetzt hier auch umgesetzt. Und im Wesentlichen war das dann eine Kleinigkeit, man brauchte nur noch 3 Kameras, 2 Deckenmikrofone, ein Plugin von QSC und das Videokonferenzsystem war schon im Plan mit drinnen, ohne dass man jetzt wesentlich alles über Bord werfen musste und neu beginnen musste. Man konnte einfach das bestehende Konzept mit ein paar Strichen dazu erweitern und ergänzen. Wir haben hier ein dreidimensionales Akustiksystem im Raum mit dem Lautsprechersystem vom QSC und einer speziellen Software, die Akustik verändern kann im Raum. Ich kann hier im Raum optimal für Kongresse eine Einstellung machen, dass man Präsentationen machen kann, dass man in einem Raum sich akustisch super verständigen. Was auch noch ein wesentlicher Punkt war, über die Raumakustik und über die Raumgeometrie konnte nicht jeder Lautsprecher eingesetzt werden. Wir mussten uns dann, um die Simulation wirklich exakt hinzubekommen, eben spezielle Lautsprechercharakteristiken anschauen. Und da hat eben die Technologie von QSC am besten für den Raum gepasst. Wir können hier auf Knopfdruck diesen Raum von der optimierten Sprachverständlichkeit hin zu einem Konzertsaal verändern. Das merkt, dann kann eine gewisse akustische Situation entstehen, dass der Musik, der Klang getragen wird, eben die Besucher des Kongresses optimal auch in den Pausen begeistert werden können. Grundsätzlich haben wir den Showroom, der war immer als zentral gesteuertes System geplant. Und in der Phase, noch bevor der Baubeginn war, ist entschieden worden, es kommen auch noch angrenzend Meetingräume dazu. Und da hat man dann entschieden, okay, es wird eigentlich alles, was in der Etage passiert, die Erlebniswelt, die auch jetzt noch in den nächsten Jahren vergrößert wird, alles über einen zentralen Technikraum abgewickelt. Das heißt, wir haben uns gleich im Vorhinein dafür entschieden, okay, wir nehmen einen größeren Core, den Core 510i in dem Fall, der im zentralen Server-Technikraum verortet ist. Im Raum selber oder in den Räumen selber ist nur Peripherie, das heißt, so gut es geht, passive Komponenten oder Network-Endpoints, die vom zentralen Technikraum gesteuert werden. Das heißt, wir haben eine Kupfertopologie, alle Endgeräte im Raum, sei es die bildgebenden Geräte, LED-Wall, Zuspieler, Quellensenken, genauso wie die Deckenmikrofone und Richtmikrofone werden digitalisiert im Raum, über Netzwerk in den zentralen Technikraum übertragen, dort bearbeitet im QSC-System, Laufzeit berechnet über das Akustiksystem, über Netzwerk auf die Endstufen gespielt und dann wieder im Raum wiedergegeben. Auch noch ein wesentlicher Punkt in dieser BKI-Erlebniswelt ist, dass wir unsere Meetings, unsere Standard-Meetings durchführen können. Hierzu haben wir Kamerasysteme im Raum integriert mit Richtmikrofonen,
die dann den entsprechenden Teilnehmer der Besprechung, der gerade am Wort ist, fokussiert und dann auch im Stream dann wirklich zeigt. Somit kann optimal auch eine Webkonferenz von diesem Raum aus geführt werden. Mit der gesehenen Technologie stellen wir uns als BKI vor, dass wir zum einen einem Kunden abholen können bei einer akustischen Situation, die er selber vielleicht nicht ganz einschätzen kann, sodass wir ihm zeigen können, wie klingt ein leerer Raum mit Betonwänden ohne akustische Dämmung. Wie ist die Sprachverständlichkeit da? Dass man da was machen muss. Das sind eigentlich die Herausforderungen, die wir uns mit dem wir täglich im Projekt konfrontiert sind. Und das können wir mit dem Raum in einer einfachen Art und Weise dem Kunden präsentieren. Wir leben davon hier bei PKI, dass wir sofort auf jede Thematik und auf jedes Problem eine Antwort bekommen können und das auf kürzesten Weg. Das haben wir sehr geschätzt, mit der QSC zusammenzuarbeiten. Wir als Systemintegrator sind angewiesen auf stabile und verlässliche Partner. Wir haben im Zuge unserer Entscheidung, wir wollen einen Raum bauen, unsere Partner gefragt, wollt ihr mit uns gemeinsam eine BKI-Erlebniswelt bauen? Und bei QSC sind wir gleich auf offene Ohren gestoßen. Sie haben mit uns die Entwicklung des Raumes begleitet. Wir konnten die Technologie gleich wirklich mit der Technologie identifizieren, die uns angeboten worden ist, weil in Verbindung mit den Signalprozessoren war es auch wichtig, dass wir geeignete Verstärkersysteme und Lautsprechersysteme finden, damit wir diesen Raum und die Funktionalität abbilden können. Denn so viel kann man mal dazu sagen, ich muss jeden Lautsprecher mit einem eigenen Verstärkerkanal ausrüsten, damit ich die Laufzeitunterschiede akustisch überhaupt abbilden kann. Und da haben wir uns eben gemeinsam mit dem Technikerstab der PKI dafür entschieden, dass QSC eben der richtige Partner ist.